Wir alle sind fast regelmäßig mit ihr konfrontiert. Wir alle sind irgendwie Teil von ihr. Wir haben vielleicht auch Angst vor ihr. Naja, so krass jetzt vielleicht auch nicht, aber wir alle kennen sie, die Cancel Culture. Oder besser gesagt, der Moment, wenn eine Person oder ein Unternehmen etwas sagt oder tut, was, naja, nicht ganz den sozialen und kulturellen Werten entspricht. Und dann passiert oft das. Die Gesellschaft reagiert darauf, äußert Kritik, egal ob es für die Vorwürfe Beweise gibt oder nicht, die Empörung ist groß, dann wird nach einem Statement gefordert und selbst da scheint es eigentlich egal zu sein, was die beschuldigte Person sagt. Jede und jeder bildet sich seine Meinung und am Ende wurde eine Person gecancelt. Heißt, wir glauben der Person jetzt einfach nicht mehr, wir unterstützen die Person auch nicht mehr, egal was hier noch versucht wird, egal was gesagt wird. Wir glauben demjenigen nicht. It's over. Meistens zumindest. Eigentlich ist der Sinn von Kritik ja ein offener Austausch, aber ich bin safe nicht die Einzige, die das Gefühl hat, dass die Cancel Culture immer genau so funktioniert und gefühlt auch immer ein bisschen intensiver wird, oder? Ich habe auch manchmal ein bisschen Schiss davor, dass wir hier irgendwann mal in den Fokus von sowas geraten könnten mit unserem YouTube-Kanal. Keine Ahnung warum, aber da braucht es ja manchmal auch anscheinend echt nicht viel zu und das Gefühl alleine reicht schon aus, um hier wirklich jeden einzelnen Satz im Video doppelt und dreifach zu prüfen und trotzdem sitzen wir dann am Montag beim Upload so da. Und würden wir jetzt alle Menschen mit ins Video reinnehmen, die schon mal Opfer der Cancel Culture geworden sind, dann würden wir wahrscheinlich nie zu einem Ende kommen. Und da ist es egal, ob es berühmte Persönlichkeiten sind, Menschen mit politischem Einfluss oder einfach nur Privatpersonen. Wir haben uns in diesem Video die Frage gestellt, wer oder was ist überhaupt die Cancel Culture? Wer steckt dahinter und wie neu ist dieses Phänomen? Finden wir das gut, dass die Leute da direkt Konsequenzen zu ihrer Handlung spüren oder sollten wir doch das Ganze ein bisschen kritischer betrachten? Und es ist super wichtig, dass wir das Video und all die Argumente, die wir hier aufgearbeitet haben, losgelöst sehen von irgendwelchen aktuellen oder weniger aktuellen Beispielen, bei denen wir die Cancel Culture miterlebt haben. Okay? Also nur um ganz sicher zu gehen, bevor ich irgendwelche Kommentare unter diesem Video sehe, die unsere Worte nur auf einen einzelnen Fall übertragen. Okay? Okay, let's go. Was bedeutet Cancel Culture eigentlich? Es ist im Prinzip ein Kampfbegriff aus den USA, by the way auch das Wort des Jahres 2019 in Australien. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Canceln bedeutet übersetzt sowas wie absagen, abbrechen, kündigen, stornieren und sagt in diesem Kontext aus, dass beispielsweise die Arbeit oder Ansichten einer Person von mindestens einer anderen Person mit Social Media Account als nicht begrüßenswert empfunden wird. Und Culture heißt Kultur. Selbsterklärend. Bei der Definition sind sich aber nicht alle einig. Manche sagen, dass es bedeutet, Dinge zu eliminieren, die als beleidigend angesehen werden, aber nicht zu akzeptieren, dass es sich um Tatsachen handeln könnte, die tatsächlich passiert sind. Oder dass Unternehmen, Menschen, Dinge, Traditionen und Geschichte auf unfaire Weise beseitigt werden, weil jemand nicht damit einverstanden ist. Oder dass wir in einer Zeit leben, in der die Fans die Prominenten bestimmen. Die Cancel Culture nehme jedem die Plattform, der rassistische, sexistische, homophobe oder anderweitig schädigende Äußerungen gemacht hat. Man kann schon sagen, dass sich die Cancel Culture vor allem heute über die sozialen Medien abspielt, aber 1991 wurde erstmals der Ausdruck "You're cancelled" durch den US-amerikanischen Film New Jack City verbreitet. In einer Szene trennt sich der Gangster Nino Brown von seiner Freundin. Sie ist zusammengebrochen, nachdem er ihr Gewalt zufügte. Und danach sagte er: "Cancel that bitch. I'll buy another." Damit stand das Wort Canceling zum ersten Mal im Zusammenhang mit einem frauenfeindlichen Witz. Schon verrückt, wenn man bedenkt, dass sich heutzutage die Cancel Culture ja beispielsweise meistens für eine inkludierte Sprache, die LGBTQIA+-Community einsetzt und sich gegen Sexismus, Rassismus, Transphobie, Homophobie, sexualisierte Gewalt und Diskriminierung positioniert. Auf Twitter tauchte der Begriff Canceling dann 2014 wieder auf, und zwar durch die POC-Community, um gegen die Vorurteile vorzugehen, die sie erleben. Themen waren beispielsweise die Ermordung von Mike Brown in Ferguson, Missouri, und Hashtags wie YouOkSis machten aufmerksam auf Belästigung auf der Straße. Hashtag IamJada rief zur Solidarität mit Opfern sexualisierter Übergriffe auf und spätestens von Hashtag Black Lives Matter haben die meisten mitbekommen. Wir verbinden also mittlerweile viel mehr politische Bewegungen mit diesem Begriff. Nach und nach wurde dann aber Cancel Culture immer mehr zu einem Synonym für Boykott, wobei Boykott ein großes Wort ist und Cancel Culture auch kleinere Aktionen mit einschließt, wie wenn jemand Einzelnes sich dazu entscheidet, eine Person nicht mehr auf Social Media zu folgen zum Beispiel.
Beispiel. Oft wird die Cancel Culture auch mit der Call-out-Kultur, also des öffentlichen Kritisierens, verwechselt. Im Vergleich zum Call-out gehe es bei der Cancel Culture aber nicht mehr nur darum, das Fehlverhalten einer Person kritisch anzuprangern, sondern die komplette Person in Frage zu stellen, sodass sie in den Medien überhaupt nicht mehr stattfindet. Schnell wird es aber so interpretiert, dass etwas ausgelöscht wird, dass Personen so verachtend seien, dass sie in der öffentlichen Debatte keine Stimme mehr hätten, und in Deutschland wird dann schnell von einer Zensur gesprochen. Noch so ein Wort, mit dem wir vorsichtig umgehen sollten, denn eine Zensur wird meist von nicht-demokratischen Staaten ausgeübt. Wenn aber beispielsweise ein kritisches Video oder ein Statement wieder von der Person offline genommen wird, dann ist das keine Zensur, sondern eine bewusste und freie Entscheidung. Nicht selten liest man dann auch von der moralischen oder virtuellen Hexenjagd. Wieder so ein Vergleich neben Boykott und Zensur, mit dem wir echt vorsichtig sein sollten. Aber es zeigt, das Phänomen, etwas auszulöschen, ist nicht neu. Der Begriff Cancel Culture aber schon. So zum ersten Mal richtig wahrgenommen hat man die Cancel Culture 2017 in Deutschland in Zusammenhang mit der MeToo-Bewegung. Die steht bis heute für Betroffene sexualisierter Gewalt, die nicht die Mittel oder Möglichkeit hatten, TäterInnen juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Und vielleicht ist das auch der entscheidende Ausdruck, an dem die Reibung entsteht. Jemanden zur Rechenschaft ziehen. Als Beispiel, 2017 wurden die Vorwürfe gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein laut, bis es schließlich zu einer gerichtlichen Verurteilung als Sexualstraftäter kam. Ganz grundsätzlich gibt es zwei Arten der Cancel Culture. Nummer 1 ist: Du entscheidest für dich individuell, dass du etwas oder jemanden nicht mehr konsumierst. Oder Nummer 2, eine größere Gruppe entscheidet sich dazu, etwas nicht mehr zu tun oder zu tolerieren und verfolgt das Ziel, dass es auch kein anderer mehr tut. Menschen, die hinter der Cancel Culture stehen, würden sagen, dass sie für Gerechtigkeit sorgen. Wer dem Ganzen kritisch gegenübersteht, würde sagen, dass es sich um Selbstjustiz handelt, die darauf aus ist, Menschen sozial zu vernichten und deren Karriere zu beenden. Was definitiv dafür sorgen würde, dass Personen Angst bekommen könnten, sich öffentlich zu einem bestimmten Thema zu äußern. So jedenfalls hat es beispielsweise Madonna mal formuliert. Und wenn es nach Elon Musk geht, dann sollten wir am besten die Cancel Culture canceln. Weil mehr Humor, weniger canceln und so. Aber tatsächlich steht die Cancel Culture unter heftigster Kritik und die sollten wir uns mal genauer anschauen. Es scheint so, als wäre der größte Kritikpunkt an diesem Phänomen, dass sie die freie Meinungsäußerung gefährden würde, da sie eine Verbotskultur sei, die auch die Kunstfreiheit bedrohe. Dadurch, dass bei der Cancel Culture durch das Canceln einer Person keine Diskussion mehr zustande kommt, aus der man lernen könnte, unterscheidet sich das Ganze sehr stark von einer normalen Kritik. Wer die Cancel Culture als eine Bedrohung der freien Meinungsäußerung sieht, die ja durch unseren Artikel 5 des Grundgesetzes gesichert ist beispielsweise gleicher Meinung mit der Campaign for Common Sense, dem Netzwerk der Wissenschaftsfreiheit und dem Appell für freie Debattenräume. Hier steht auf der Webseite, dass ohne freie Debatten und freie Reden keine Demokratie funktionieren würde, und sie stellen sogar gewisse Forderungen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich schon gefragt, ob dann Diskussionen bisher überhaupt demokratisch waren, wenn ein Teil der Gesellschaft durch Diskriminierung unterdrückt wurde. Also wenn man sich öffentlich nicht mehr ohne Konsequenzen rassistisch äußern darf, dann ist das doch eigentlich eine gute Entwicklung, oder? Also was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann checkt mal ganz kurz, ob der Abonnieren-Knopf bei euch immer noch rot ist. Weil wenn ja, dann drückt mal drauf, dann wird der grau und das Ganze sieht so viel besser aus. Zurück zur Cancel Culture. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die geforderten Konsequenzen meistens nicht im Verhältnis zu den erhobenen Vorwürfen stehen. Oft kommt auch das Argument, dass beispielsweise Filme oder Bücher als gesamtgesellschaftlich viel zu wichtig betrachtet werden, als dass man sie ausblenden dürfte. Und dass man eine Trennung zwischen Werk und KünstlerInnen schaffen müsste. Und vor allem dann, wenn die betroffene Person bereits verstorben sei oder die Schuld gerichtlich nicht nachgewiesen werden konnte, die Cancel Culture aber weiterhin an den Vorwürfen festhält. Mal ganz abgesehen von den Vorwürfen der sexualisierten Gewalt, bei denen es oft gar keine Beweise gibt. Und ja, von diesen Diskussionen haben wir sicherlich alle schon mal mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe schon oft beobachtet, dass über Social Media geurteilt wird, ohne dass die da kommentieren, den ganzen Zusammenhang kennen. Im Zweifel stützt man sich dann sogar auf Gerüchte oder Zitate, die aus dem Kontext gerissen wurden, vor allem, wenn dann einzelne TikToks oder Fotos viral gehen, die angeblich irgendwas beweisen würden. Die Cancel Culture steht eigentlich für Vielfalt und Toleranz, aber dass genau diese Bewegung als intolerant empfunden wird und Menschen vorsichtiger werden mit dem, was sie in der Öffentlichkeit sagen, zeigen auch die Umfragewerte von dem Institut für Meinungsforschung Allensbach. Hier gaben 2021 44% der Befragten an, dass man heutzutage aufpassen muss, wenn man öffentlich seine politische Meinung äußern will. Man muss aber hier kurz einordnen, dass die Umfrage in Zeiten von Corona durchgeführt wurde. Trotzdem ist es der niedrigste Wert seit 1953. Da wurde diese Umfrage nämlich zum ersten Mal durchgeführt. Aber heute verbreiten sich Meinungen ja auch sehr viel schneller, weil sie über soziale Medien viral gehen.
Das war vor 70 Jahren natürlich nicht so. Dass man heute also vorsichtiger ist also auch irgendwie logisch. Außerdem ist es meiner Meinung nach ein bisschen kritisch, Vorsicht und Freiheit gleichzustellen. Jedenfalls heutzutage. Wir sehen es ja. Jede und jeder kann seine Meinung im Rahmen der geltenden Gesetze äußern in Deutschland, ohne staatliche Konsequenzen davon zu tragen. Und klar sollte keiner Angst haben, sich öffentlich zu äußern, nur weil man befürchtet, gecancelt zu werden, aber den Ansatz, über das, was man sagen will, erstmal ganz kurz nachzudenken, finde ich ja persönlich gar nicht so schlecht. Die wohl bekannteste Kritik an der Cancel Culture ist der offene Brief im Harper's Bazaar Magazine vom Juli 2020, unter anderem von J.K. Rowling. Sie behauptete unter anderem, dass sie Opfer der Cancel Culture geworden sei und keinen öffentlichen Raum mehr einnehmen könne. Der Brief wurde medial als Aufruf zum Ende von Zensur und Cancel Culture interpretiert. Nur sind die den Brief mit unterzeichnet haben, und J.K. Rowling immer noch Persönlichkeiten, die regelmäßig in Sendungen eingeladen werden, neue auflagenstarke Buchprojekte starten. Von einer Löschung aus der Öffentlichkeit kann also in dem Fall keine wirkliche Rede sein. Dennoch wurde genau darüber in diesem offenen Brief diskutiert. Und oft ist es auch so, dass Personen, die gecancelt werden, das erstmal überhaupt nicht verstehen und es sehr unfair finden, weil sie zum Beispiel einfach weiter diskriminierende Sprache benutzen wollen. Denn das war ja auch sonst kein Problem. Und oftmals kommt dann auch der Satz: Man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und niemand kann einem das Wort verbieten. Wer ist denn eigentlich die Cancel Culture und ab wann gilt jemand als gecancelt? Auf der einen Seite gibt es den Punkt, dass, wenn man im Fokus der Cancel Culture öffentlich zur Debatte stand, man auch davon profitieren kann. Die Personen sind tagelang überall zu hören, ihnen wird viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt und ihre Tourneen oder Konzerte sind weiterhin stark besucht. Da kann man sich schon fragen, ob es dann überhaupt eine wirkliche krasse Cancel Culture gibt, wenn es keine messbaren, dauerhaften Auswirkungen gibt. Aber man muss ja auch ganz klar zwischen denen unterscheiden, die Personen des öffentlichen Lebens sind und sich im Zweifel klar positionieren können, und zwischen denen, die als Privatpersonen gecancelt werden und sich nicht gegen die geballte Wucht von Social Media wehren können. Wie viele Unternehmen und Organisationen in den letzten Jahren Menschen entlassen, ausgeladen oder suspendiert haben, weil sie Angst vor öffentlicher Kritik hatten, das lässt sich kaum feststellen. Das ist das Problem mit den Fällen, die keine Schlagzeilen machen. Aber es gibt sie, genauso wie die wir teilweise live miterleben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Prominente, die tatsächlich gecancelt wurden und nicht nur den Verlust der Karriere und des Ansehens wegstecken mussten, sondern auch psychische Folgen erlitten haben. Leider wird das Canceln oft zum Mobbing. Wie beim Mobbing können sich Personen ausgegrenzt, sozial isoliert und einsam fühlen. Untersuchungen zeigen, dass Einsamkeit mit einer höheren Angst- und Depressions- und Selbstmordrate einhergeht. Wenn jemand gecancelt wird, kann es sich auch so anfühlen, als ob alle einen aufgeben, bevor man überhaupt die Chance hatte, sich zu entschuldigen, geschweige denn sein Verhalten zu ändern. Und wenn Personen dann auch im echten Leben angegriffen und Autos abgefackelt, Morddrohungen ausgesprochen, Brandanschläge auf Wohnhäuser oder Büros ausgeübt oder die Privatadresse ins Netz gestellt werden, was man übrigens Doxing nennt, dann ist spätestens hier die Grenze definitiv überschritten. Die Werte, für die die Cancel Culture einsteht, sind meiner Meinung nach extrem wichtig in unserer heutigen Gesellschaft, und Ungerechtigkeit aufzudecken und zu beenden ist ein gutes Ziel einer solchen Bewegung, aber wie wir dafür einstehen, ist manchmal auch schwierig. Trotzdem sollten wir nicht außer Acht lassen, dass damit auf Missstände aufmerksam gemacht wird und Veränderungen angestoßen werden, die in vielen Bereichen sonst wahrscheinlich erst sehr viel später, wenn überhaupt, passiert wären. Und da sprechen wir nicht nur von Personen und Meinungen, sondern eben auch von Produkten oder ihren Werbungen, aber auch über Namen bestimmter Speisen oder Straßen. Laut einer Umfrage des Pew Research Centers sind sich Laut einer Umfrage des Pew Research Centers sind sich die Befürworter der Cancel Culture einig, dass es ein Weg ist, um soziale Missstände wie Fehlinformation, Rassismus, Ignoranz oder Hass aufzudecken, oder ein Weg, um Menschen dazu zu bringen, sich mit dem, was sie online sagen, auseinanderzusetzen und sich zu erklären. Dadurch werden eben auch viele Minderheiten und marginalisierte Gruppen laut und können an öffentlichen Debatten teilnehmen. Und ich glaube, wir können festhalten, dass uns allen spätestens nach diesem Video hoffentlich bewusst geworden ist, dass man Diskriminierung jeglicher Art nicht bekämpft, indem man sie cancelt. Denn von mehreren Seiten wird kritisiert, dass man durch die Cancel Culture nicht mehr miteinander redet, sondern direkt jemanden ausschließt. Wenn sich jemand zum Beispiel rassistisch äußert, gibt es die Möglichkeit, die Person zu canceln, oder die Möglichkeit,
die Person aufzuklären, in den Austausch zu gehen und zu hoffen, dass die Person versteht, warum das nicht cool ist, sich so zu äußern. Vorausgesetzt, die Person wusste es aus irgendeinem Grund nicht besser. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler und wir können nicht davon ausgehen, dass alle auf demselben Stand sind, was Aufklärung angeht. Wobei man hier natürlich auch unterscheiden muss, was ist ein Fehler, der uns allen passieren könnte und was davon ist eine bestimmte Entscheidung, die andere in Gefahr bringen, beleidigen, bedrohen oder verletzen soll. Und wann sind welche Konsequenzen angebracht? Das ist natürlich nicht immer so einfach zu durchblicken oder vor allen Dingen zu beantworten. Ich denke, es ist wichtig, anderen Menschen zuzuhören, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Dass die Gesellschaft für sich Werte und Normen festlegt, ist vollkommen normal und natürlich. Ich glaube nur, dass der Weg, wie es gemacht wird, sehr entscheidend ist. Es gibt beispielsweise den Vorschlag, statt eine historisch umstrittene Statue direkt umzuwerfen, eher eine Tafel anzubringen, die den Hintergrund dazu kritisch einordnet. Bin ich mir jetzt unsicher, ob das schon so die perfekte Lösung ist, aber ihr könnt mir gerne mal eure Gedanken dazu schreiben. Aber halten wir mal fest. Oft beobachten wir, dass trotz der Cancel Culture Fans meistens doch eher Fans bleiben. Hohe Einschaltquoten trotzdem gesichert sind, aufgeregte Debatten entstehen und am Ende sind ausverkaufte Programme trotzdem das Resultat. Vielleicht lernen wir aber alle wenigstens aus der Art und Weise, wie wir miteinander reden und nehmen ein wenig was für die nächste Diskussion mit. Es ist wichtig, Toleranz zu schaffen für andere Meinungen, aber genauso für Fehler. Und seien wir mal ehrlich, würden wir alle bei uns mal in der Vergangenheit rumwühlen und genau drauf schauen, wann wir wo mal was Unangebrachtes gesagt oder gepostet haben, wären wir wahrscheinlich alle längst gecancelt. An dieser Stelle checkt doch vielleicht mal bei euren alten Social-Media-Profilen nach, was ihr so vor ein paar Jahren gepostet habt und wie gut das gealtert ist. Das mache ich auch gleich. Also eine Sache habe ich persönlich für mich nach dieser ganzen Recherche mitgenommen. Dadurch, dass man irgendwie so in einer eigenen sozialen Bubble festhängt und sich mit Leuten umgibt, die eher die gleichen Werte vertreten und einer ähnlichen Meinung sind, komme ich nur selten mit Menschen in ein konstruktives Gespräch, die eben nicht meine Ansichten teilen. Außer hier in der Kommentarspalte. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass immer mehr Menschen bewusst auch Leuten folgen, denen sie in einigen Ansichten nicht wirklich zustimmen, um wieder zu lernen, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Auf Social Media komme ich mit anderen Meinungen meist erst in Kontakt, wenn die Cancel Culture irgendein Thema auch in meinen Feed gespült hat. Versteht ihr, was ich meine? Mich würde aber total interessieren, wie ihr das Ganze seht und wie ihr damit umgeht. Schreibt mir das also bitte mal in die Kommentare. Außerdem sollten wir uns immer vor Augen halten, dass Boykottaufrufe, Shitstorme und Debatten auf Twitter und Co. zwar ein Meinungsbild hergeben, was allerdings nicht repräsentativ für die gesamte Gesellschaft ist. Heißt, deinem eigenen Gefühl nach ist eine bestimmte Person komplett gecancelt worden, aber die Mehrheit der Bevölkerung hat vielleicht vom Ganzen gar nichts mitbekommen. Wir alle leben in unserer eigenen Bubble, also unserer individuellen, selbst erschaffenen Social-Media-Blase und mal ist sie größer und mal etwas kleiner. Und das sollten wir nicht vergessen. Hier findet ihr übrigens noch ein Video zum Thema, wie wir mit der öffentlichen Verhandlung von Johnny Depp und Amber Heard umgehen. Und hier spricht Aurora drüber, wieso es egal ist, ob man in der Schule beliebt war oder nicht. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid, denn da kommt das nächste Video online. Bye!